Hi Rimai, willkommen im dritten Teil zu Neuseeland. Zuerst nehmen wir mit auf Picton. Das ist der nördlichste Ort der Südinsel. Von dort, wo die Fähre losgeht, dort habe ich eine Wanderung gemacht zu einem Aussichtsort. Von oben gesehen, wo man ein bisschen Aussicht hatte aufs Dorf runter. Und dann bin ich wieder runtergelaufen, bevor ich dann am nächsten Tag die Fähre genommen habe auf die Südinsel. Da hat man jetzt einen guten Blick auf den Hafen von Picton. Und dort vorne sieht man die Fähre, die ich am nächsten Tag genommen habe. Das war, als ich zum Fährenterminal gelaufen bin und die Fähre bestiegen habe. Die Fähre ist eine sehr schöne Fahrt und speziell daran ist, dass auch Züge transportiert werden mit der Fähre. Die Fähre fährt am Anfang durch ein Fjord durch, das sehr schön ist. Noch ist leider das Wetter etwas schlechter geworden. Man hat schon vorne die Wolken gesehen. In Wellington war es ein relativ schlechtes Wetter, als ich angekommen bin am Tag. Es ist aber am nächsten Tag schon wieder besser geworden. In Wellington selber bin ich ins Nationalmuseum gegangen, wo es unter anderem einen Erdbebensimulator hat, wo wir ausprobieren können, wie das Erdbeben sich anfühlt. Wobei mir zwei Erwachsene gesagt haben, die schon mehrere Erdbeben erfahren haben, dass sich ein richtiges Erdbeben anders anfühlt. Auf jeden Fall haben wir viele Sachen ausprobieren. Dann habe ich noch eine Wanderung gemacht auf einen Aussichtspunkt auf dem Mount Victoria View. Zuerst am Hafen entlang und anschliessend dann darauf Richtung Höhe. Das ist schon zu Oberstaben, da hat man einen sehr guten Blick auf die Hauptstadt Wellington runter, aufs Meer und auf den Flughafen. Anschliessend bin ich wieder zurück in die Stadt runtergelaufen, über einen anderen Weg. Nachher bin ich nach Taupo. Dort habe ich einen Ausflug zu der Hooker Falls gemacht. Am Anfang war der Weg nicht besonders schön. Da ist mir halt durch die Straße nachgegangen. Der zweite Teil war aber deutlich schöner und ist in einem Wald entlang gegangen. Auch der Rückweg war sehr schön, bis auf ganz am Schluss noch ein Stück in der Straße nachlaufen. So viele verschiedene Bäume, Farn, Palmen. Wirklich so ganz ein schöner Wald. Hier sieht man jetzt die Hooker Falls, da hat so einen wilden Kanal, wo der Fluss durchgeht. Und ganz am Ende, wo man es gerade hier sieht, ist der Wasserfall, der pompös runtergeht, bevor es wieder zu einem richtigen Fluss wird. Da ist von oben dran, vom Weg zurück, der noch wieder hoch ist. Der geht jetzt momentan auf einen Bikerweg, weil der Wanderweg gesperrt ist wegen einem Zyklon, wo den Wanderweg teilweise zerstört hat und darum jetzt der Bikerweg als Dual-Use-Weg gekennzeichnet ist. Für Wanderer und Biker. Hier oben hat man einen sehr guten Ausblick auf den Fluss runter. Es war auch sehr schön landschaftlich von den verschiedenen Bäumen.
In Taupo habe ich dann auch noch eine kurze Wanderung gemacht zum See runter und am See entlang gelaufen. Zum Hot Beach, wo es heiße Stellen hat, wo das Wasser sehr heiß ist. Jetzt nicht auf dem nächsten Ausschnitt oder dem übernächsten wird man sehen, wie das Wasser dampft. Hier sieht man jetzt, wie das Wasser am Dampfen ist. Ein bisschen weiter raus im See ist es dann schon wieder kalt. So gibt es so eine Stelle, vielleicht einen halben Meter weit oder so, wo es sehr warm ist. Dann hat es noch so einen Hot Tub gegeben, wo man auf dem nächsten Bild gesehen wird, oder auf dem übernächsten respektive. Genau da jetzt. Da konnte man baden können, da war es heiß und im See kalt. Ich hoffe, ihr habt mit dem Video einen guten Einblick in den ersten Teil der nördlichen Insel geben können. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Falls du mich zukünftig bei einer Wanderung begleiten willst und dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz, freue ich mich über ein Abo. Bis zum nächsten Video.